Hallo zusammen, heute zeige ich euch einmal, wie man die Pico 4 Ultra Enterprise mit dem Laptop und allen anderen Geräten richtig einrichtet. Also die Geräte bekommt ihr alle geliefert, wenn ihr den Icarus Health bei uns bestellt. Wir haben hier einmal eben die Pico 4 Ultra Enterprise, dann haben wir den Icarus Controller. Hier haben wir ein Verlängerungskabel für den Icarus Controller, ein USB-Verlängerungskabel. Dann haben wir hier ein USB-C auf USB 3.0 Kabel, das braucht ihr für die Brille. Und dann haben wir hier noch den Laptop. Okay, hier haben wir die Pico 4. Die Controller von der Brille, die beiden, die braucht ihr tatsächlich für unsere Games gar nicht, weil wir können alles danach mit der Brille steuern. Das zeige ich euch jetzt einmal. Genau, und zwar hat die Brille hier eigentlich eine Plus- und Minus-Taste. Die Tasten sind normalerweise für die Lautstärke, aber wir können jetzt, wenn wir die Controller nicht verbunden haben, mit der Plus-Taste auswählen drücken, also immer da, wo ihr hinschaut in der Brille. Könnt ihr dann wie mit einem Mauszeiger einfach draufdrücken. Die Minustaste ist zum Zurückgehen. Und wenn man die hintere Taste, also die Minustaste, ein bisschen länger gedrückt hält, dann richtet sich das Bild auch immer neu aus, genau in die Richtung, in die ihr gerade schaut. Also das ist dann super praktisch, wenn ihr in den Games dann einfach das Bild neu kalibrieren wollt. Und außerdem hat die Brille auf der rechten Seite auch noch die An- und Ausschalttaste. Die kann man einfach lange gedrückt halten zum Anschalten und das gleiche auch fürs Ausschalten. Und auf der anderen Seite haben wir dann den USB-C-Anschluss. Also Aim, Deep, Flight und Gravity, das sind unsere kostenlosen Spiele. Next, Core und die fotorealistischen Spiele, die müsste man bei uns anfragen. Die sind jetzt bei euch mit im Bundle inbegriffen, deswegen sind sie hier auch schon vorinstalliert. Genau, und jetzt kommen wir mal zur Einrichtung von den Programmen, und zwar vom Business Streaming. Das öffnen wir jetzt einmal. Hier müsst ihr immer auf Ja drücken, um es zu starten. Genau, und dann seht ihr hier erstmal, ob die Systemanforderungen erfüllt sind. Das passt alles. Dann könnt ihr hier einfach auf Verbinden drücken. Da müssen wir jetzt die Brille noch gar nicht anschließen, weil wir jetzt hier erstmal in die Einstellungen gehen. Und dann schauen wir hier einmal bei Allgemein, ob die Einstellung schon richtig ausgewählt ist. Genau, und hier braucht ihr einmal Steam VR Streaming. Wenn es bei euch nicht ausgewählt ist, einmal umstellen. Und jetzt sehen wir hier, dass die Version 2.0.0 drauf ist. Das ist auch nicht mehr die aktuelle. Deswegen müssen wir die einmal aktualisieren. Okay, also ihr müsst einmal auf diese Seite hier gehen. Und dann müssen wir hier links einmal den Reiter Business Streaming auswählen. Und dann gibt es jetzt hier Business Streaming 2.1. Und da müssen wir auch hin. Wenn wir jetzt ein bisschen nach unten scrollen, dann sieht man hier die Download-Links. Und dann könnt ihr hier einfach den Download starten. Okay, wenn es dann fertig installiert ist, dann könnt ihr hier oben einmal draufdrücken und die Datei öffnen. Dann müssen wir hier einmal auf Bestätigen drücken. Genau, und dann installieren wir das Ganze einmal. Hier könnt ihr den Speicherort gerne auch gleich so lassen und auf Installieren drücken. Dann wird quasi das alte Programm geupdatet und ihr müsst dann nicht irgendwie nochmal was löschen. Also das passt dann alles. Okay, und einmal fertigstellen. Wenn wir jetzt dann Business Streaming nochmal öffnen, dann sollte hier unten links gleich die Version 2.1.0 stehen. Jetzt nochmal auf Zulassen drücken. Genau, und jetzt habt ihr das schon mal geupdatet. Als nächstes könnt ihr dann hier oben einmal Steam VR öffnen. Da öffnet sich dann gleich Steam auch automatisch und da müssen wir dann einen Account erstellen. Genau, also das macht ihr jetzt dann einmal und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, wenn ihr angemeldet seid, dann könnt ihr hier noch einmal auf Zulassen drücken und dann öffnet sich Steam. Da braucht ihr jetzt erstmal nichts machen, jetzt machen wir mit der Brille weiter. Dann könnt ihr euch jetzt einmal die Brille aufsetzen, dann richten wir die einmal kurz ein. Zum Starten jetzt, wie vorher gesagt, einmal die äußere Taste rechts gedrückt halten, bis ihr ein Pico-Zeichen drinnen seht. Dann müssen wir einmal kurz warten und genau gleich, wenn die Brille dann an ist, dann steuern wir jetzt eben alles hier über die zwei Tasten, über die Plus- und die Minus-Taste. So, jetzt seht ihr am Anfang einmal die Controller, da müsst ihr jetzt nichts machen, da könnt ihr einfach unten rechts den blauen Pfeil drücken, mit der vorderen Taste, mit der Plus-Taste hier, einmal einfach draufschauen und dann weiter drücken. Dann das gleiche noch einmal. So, dann könnt ihr jetzt eure Region auswählen und die Sprache. Das machen wir jetzt hier einmal. Und dann den Augenabstand, da auch
weiter drücken, das passt so meistens standardmäßig. Und danach können wir uns schon mit dem WLAN verbinden. Das könnt ihr jetzt auch gerne gleich machen, weil das werden wir dann für das Update sowieso brauchen. Genau, das mache ich jetzt auch einmal. So, dann drücken wir jetzt einmal auf Weiter. Und jetzt steht hier Schnelleinrichtung. Das wollen wir nicht machen, sondern wir drücken hier einfach auf Weiter unten. Und dann könnt ihr gleich wieder weiter drücken bei der Privatsphäre. Das passt auch alles so. Genau, wieder weiter. Und die anderen Einstellungen könnt ihr gerne so machen, wie es für euch am besten passt. Ich teile jetzt mal nicht. Und dann kommt ihr am Ende zu dem Pico OS Screen und da könnt ihr einfach auf Los geht's drücken und dann landet ihr im Home-Bildschirm von der Pico. Dann können wir jetzt hier einmal, da seht ihr unten eine App-Leiste. Okay, dann sind wir jetzt hier in der Brille. Wie ich gerade schon gesagt habe, haben wir hier unten die App-Leiste und da könnt ihr einmal links auf die Bibliothek drücken. Dann gehen wir jetzt einmal in die Einstellungen rein und da werden wir jetzt das System-Update machen. Das seht ihr hier gleich links mit dem roten Punkt markiert. Und dann könnt ihr hier einfach auf Herunterladen und installieren drücken. Das machen wir jetzt einmal und das kann dann auch im Hintergrund ablaufen. Deswegen können wir jetzt hier einmal in die Einstellungen gehen. Und wenn ihr hier nach unten scrollt, dann könnt ihr einfach quasi hier einen Punkt mit dem Blick anvisieren, dann die Plus-Taste drücken, als würdet ihr es greifen und dann den Kopf nach oben bewegen, so wie ich es gerade gemacht habe. Und dann geht ihr hier einmal auf Allgemein und da machen wir jetzt hier noch die Einstellung Headset-Verfolgung aus und dann ist das erstmal für die Brille richtig eingestellt. Die Einstellung ist wichtig, dass die Brille, wenn man jetzt die Nutzer zum Beispiel wechselt, dass sie dann nicht immer zwischendrin eine neue VR-Umgebung erstellt und einen neuen Sicherheitsbereich aufmacht. Also das ist dann einfach für die Nutzung ein bisschen praktischer. Genau, und dann warten wir jetzt einmal, bis das Update installiert ist. So, wenn ihr das Update installiert habt, dann startet sich die Brille einmal neu und dann landet ihr hier wieder im Home-Bildschirm. Dann solltet ihr hier vor euch das empfohlene Fenster sehen, auch mit dem Business Streaming schon. Wenn ihr den nicht seht, dann könnt ihr hier einmal unten auf die Bibliothek gehen und einfach darüber Business Streaming öffnen. Das machen wir jetzt einmal. Und beim ersten Mal öffnen kommen hier ein paar Informationsfelder, die könnt ihr alle wegdrücken. Die sind jetzt bei uns nicht mehr da. Genau, und dann, wenn ihr die weggedrückt habt, dann gehen wir hier einmal in die Einstellungen und da aktivieren wir jetzt zum einen mal zuerst USB-Streaming verwenden, weil wir so die Brille gleich verbinden werden mit dem Laptop und dann schalten wir auch noch das automatische Streaming ein und hier auch noch einmal. Genau, dann sehen wir uns gleich beim Laptop. Okay, wenn wir jetzt die Geräte mit dem Laptop verbinden wollen, dann benutzt ihr am besten die zwei USB 3.0 Anschlüsse auf der rechten Seite, das sind die blauen. Und da könnt ihr jetzt einmal die Kabel hier benutzen. Für den Controller haben wir hier ein USB-Verlängerungskabel. Genau, das schließen wir jetzt einmal hier auf der rechten Seite, wie gerade gesagt, an. Den benutzen wir jetzt aber noch nicht, sondern wir schließen jetzt auch erst nochmal die Brille an. Da habt ihr hier an der Seite den USB-C-Anschluss. Dafür benutzt ihr das lange weiße Kabel und das schließt ihr dann einmal auch hier auf der rechten Seite an. Okay, wir hatten jetzt hier auf dem Laptop noch die Programme offen. Falls ihr die nicht offen hattet, dann könnt ihr hier einmal den Business Streaming einfach öffnen. Und wenn wir dann jetzt die Brille aufsetzen, dann landen wir hier schon im Business Streaming oder wie bei mir jetzt gleich in Steam VR, weil wir die Programme noch offen hatten. Und am Laptop könnt ihr dann sehen, dass hier im Business Streaming die Brille angezeigt wird. Und das wollen wir. Am Laptop seht ihr dann jetzt hier das Steam VR. Das öffnet sich nämlich automatisch, wenn ihr die Brille mit dem Business Streaming am Laptop verbindet. Und da müssen wir jetzt noch ein paar Einstellungen machen. Da geht ihr einmal hier oben links auf die 3 Striche, dann auf Einstellungen und da müssen wir hier einmal unten links die erweiterten Einstellungen aktivieren und dann werden hier ein paar mehr angezeigt. Als erstes sind wir hier auf Allgemein und da schalten wir den Steam VR Startort aus. Als nächstes gehen wir hier links aufs Dashboard, da müssen wir
Diese Einstellung ausschalten, VR-Dashboard über Systemtaste. Danach gehen wir auf Start und Beenden und da stellt ihr Bildschirm ausschalten nach auf 5 Minuten. Die Einstellungen sind einfach nützlich, meist dann deutlich einfacher ist, die VR-Brille zu benutzen und sie geht auch nicht dauernd in den Standby rein. So, jetzt haben wir alles richtig eingestellt. Das Steam VR-Fenster müsst ihr noch einmal schließen, damit es sich aktualisiert. Aber ich werde jetzt hier einmal alle Programme schließen und auch die Pico gleich ausschalten. Und dann sehen wir uns gleich einmal am Icarus Health wieder, wo ich euch dann zeige, wie ihr einmal am Anfang alles richtig startet. So, jetzt sind wir bei unserem Icarus Health. Der Controller ist jetzt schon hier vorne rechts einmal angebracht und der ist auch mit dem Laptop noch verbunden, genauso wie die Brille. Um den anzuschalten, müsst ihr hier einmal die obere Taste gedrückt halten. Der fängt dann gleich an zu blinken. Okay, jetzt in dem Fall blinkt er blau. Wenn er die Kabelverbindung hat, sollte er aber grün blinken. Das heißt, man kann jetzt hier einfach mal das Kabel rausziehen und nochmal reinstecken. Dann wird er vom Laptop erkannt und jetzt blinkt er grün. Dann wisst ihr, dass alles passt. Dann können wir jetzt hier einmal die Pico nehmen und die schalten wir jetzt wieder einfach mal an mit der Taste rechts außen. Da einfach lange gedrückt halten, bis ihr das Pico-Symbol seht. Und dann können wir einmal kurz warten. Wenn die Brille dann angeschaltet ist, öffnen wir jetzt hier einmal Business Streaming und dann könnt ihr auch schon zum Laptop rübergehen. Okay, bei uns hat sich mit dem Verbinden von der Brille jetzt schon Steam VR automatisch geöffnet. Wenn das nicht automatisch passiert, dann könnt ihr hier einfach Business Streaming öffnen. Das müssen wir jetzt so oder so auch machen. Und dann sehen wir hier gleich, dass die Brille auch mit dem Business Streaming verbunden ist. Und danach könnt ihr dann einfach eins von unseren Spielen aufmachen. Und wenn man das jetzt das erste Mal öffnet, dann kommt hier so ein blauer Bildschirm. Da müsst ihr hier einmal auf Weitere Informationen drücken. Und dann kann man hier unten trotzdem Ausführen wählen. Und dann wird das Spiel gestartet. Die Warnmeldung, die kommt jedes Mal beim Öffnen von den Spielen. Da müsst ihr einfach auf Zulassen drücken. Genau, und dann geht es schon los. Das war die Einrichtung. So könnt ihr die Brille immer starten und dann funktioniert alles, wenn ihr die Schritte beachtet. Manchmal kann es noch sein, dass wenn nichts auf dem Laptop offen war und die Brille trotzdem mit dem Laptop verbunden ist, dass sie dann in so einen Standby-Modus geht und wenn man sie aufsetzt, landet man in einer Seelandschaft mit Bergen im Hintergrund, wo man dann aber keine App-Leiste unten sieht. In dem Fall muss man die Brille dann einfach neu starten, also lange die Ausschalttaste drücken und wieder neu starten und danach landet ihr wieder im Home-Bildschirm und dann könnt ihr einfach die Schritte befolgen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Training.